Hallo liebe Freunde, heute geht es um den persönlichen Arbeitsschutz. Wenn ihr an Projekten arbeitet, solltet ihr immer darauf achten, dass ihr gut vor Unfällen geschützt seid. Was es alles gibt und worauf ihr achten solltet, zeige ich euch jetzt. Beginnen wir mit dem Kopf. Hierfür gibt es Helme in verschiedenen Ausführungen, wie zum Beispiel Bauhelme oder in Kombination mit einem Gesichts- oder Gehörschutz. Achtet darauf, dass alle Innengurte sowie der Mechanismus zum Fixieren intakt sind und der Helm gut auf eurem Kopf aufsitzt. Damit verhindert ihr, dass der Helm vom Kopf abrutscht. Mit einem Helm habt ihr in erster Linie einen guten Schutz vor mechanischen Einwirkungen. Das Gesicht und die Ohren sind Bereiche, die besonders schützenswert sind. Für den Augenschutz gibt es verschiedene Bauarten, die einer Euro-Norm unterliegen. Diese gibt zum Beispiel den Schutzgrad bei mechanischen Einwirkungen oder der Filterung von UV-Licht an. Werft einen Blick in die Norm, um einen Augenschutz zu wählen, der zu eurem Projekt passt. Für den Gehörschutz gibt es einerseits Stöpsel oder einen Ganzohrschutz. Ich empfehle euch bei der Verwendung von Elektrohandwerkzeugen und stationären Maschinen immer einen Gehörschutz zu verwenden. Masken sind heutzutage sehr begehrt. Man unterscheidet zwischen Mund-Nasenschutz, Halbmasken, Ganzmasken sowie die Sonderformen des Gebläseatemschutzes bzw. des Druckluftatemschutzes. Die Wahl der richtigen Maske hängt stark von eurem Projekt ab, ob ihr zum Beispiel mit Schleifstaub, Lacken oder anderen chemischen Dämpfen und Flüssigkeiten in Berührung kommt. Der Schutz des Ober- und Unterkörpers erfolgt mit spezieller Arbeitskleidung, welche sehr robust ist und einen gewissen Grundschutz darstellt. Zusätzlich könnt ihr Knie- oder Ellbogenschoner verwenden. Es gibt auch Arbeitskleidung für spezielle Gebiete, wie zum Beispiel im Umgang mit chemischen Stoffen, für Forstarbeiten oder auch für Schweißarbeiten. Die Auswahl der richtigen Arbeitskleidung hängt wieder stark davon ab, was ihr macht. Es macht einen großen Unterschied, ob ich eine kleine Elektronikschaltung aufbaue oder einen ganzen Raum streiche. Handschuhe sind ein wichtiger Teil für die meisten Projekte. Auch hier gibt es eine sehr hilfreiche Norm, die euch bei der Auswahl des passenden Handschuhs unterstützt. Wie diese genau aussieht und worauf ihr achten solltet, habe ich euch in einem eigenen Video zusammengefasst. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Das Schuhwerk kann in sogenannte Schutzschuhe und Berufsschuhe unterteilt werden. Diese Begriffe stammen aus den Euro-Normen 20345, 20346 und 20347. Grob unterteilt unterscheiden sich diese Vorgaben darin, dass diese Schuhe einen unterschiedlichen Schutz für die Zehen aufweisen. Grundsätzlich sollen diese Normen den Träger vor dem Stoßen, Einklemmen, herabfallenden Gegenständen, vor dem Hineintreten in spitze oder scharfe Gegenstände, aber auch vor Hitze oder Kälte schützen. Schaut euch diese Norm an, bevor ihr Schuhe kauft. Der Blick in diese Normen lohnt sich und unterstützt euch bei der Auswahl. Nun seid ihr bestens ausgerüstet. Es fehlen nur mehr 2 Dinge, auf die ihr nicht vergessen sollt. Für den Fall, dass doch etwas passiert, solltet ihr immer einen Erste-Hilfe-Kasten greifbar haben. Zusätzlich empfehle ich euch, Augenduschen zum Ausspülen bereit zu halten. Ein kleiner Tipp am Rande: Nehmt euch einen Kasten, der auch mit einer Hand zu öffnen ist, bzw. einen, der mit einem Druckverschluss versehen ist. Abschließend empfehle ich euch, alles durchzugehen, bevor ihr mit den Arbeiten beginnt. Geht dabei von oben nach unten vor. Verwendet dazu die Zeigen- und Sprechen-Methode. Beispielsweise zeigt ihr auf euren Kopf und sprecht Helm und vergewissert euch, dass dieser aufgesetzt ist und fest sitzt. Legt euch euer Werkzeug bereit und macht eine Trockenübung mit dem Elektrohandwerkzeug. Damit stellt ihr sicher, dass ihr das Werkzeug richtig verwendet, allfällige Kabel oder Schläuche nicht im Weg sind und ihr ausreichend Platz habt. Zusammenfassend kann ich euch sagen, dass jedes Projekt individuelle Gefahren aufweist.
Stellt euch daher immer die Frage, was will ich mit welchem Werkzeug machen und wie schütze ich mich am besten? Bewertet anschließend das mögliche Gefahrenpotenzial und wählt eure Schutzausrüstung. Das war es auch schon wieder für diese Woche. Schreibt mir eure Meinungen zu diesem Thema in die Kommentare. Abonniert meinen Kanal, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wir sehen uns nächste Woche. Macht's gut!